Du willst wissen, wie das Heilungssystem funktioniert, wie man welche Krankheit oder welche Verletzung womit heilen kann oder welche Krankheiten es vielleicht bald geben wird? Das zeige ich dir in diesem Video. Jawohl, dann, liebe Freunde, zum nächsten Scam Guide mit dem Thema Heilungssystem. Ja, was ist das Heilungssystem? Was beinhaltet es? Welche Verletzungen gibt es schon? Welche Krankheiten gibt es schon? Und was wird es noch geben? Das habe ich ein bisschen erforscht und habe da ein bisschen Twitter recherchiert und sonstiges, wie ihr mich kennt. Und habe das wieder mal versucht, so schnell wie möglich und in Kürze euch wiederzugeben. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich übelst freuen, wenn du jetzt den Button drückst und vielleicht diese Dingeling-Glocke nochmal machst. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Video und ich hoffe, es wird dir helfen. Kommen wir direkt am Anfang zum Wichtigsten, dem Verbluten. Verbluten erkennt ihr daran, dass Blut bei euch an den Seitenrändern runterläuft und der Umkreis dieses Blutes wird auch immer röter und kleiner, je mehr Blut ihr verloren habt. Wenn ihr nun eine Wunde erhalten habt, könnt ihr unter Gesundheit nachgucken, auf welcher Stufe das ist. Da gibt es Stufe C1 bis 4. Von C1 ist am nicht tödlichsten, C4 ist am tödlichsten, C1 regeneriert sich auch selber. Ab C2 muss man alles behandeln. Zum Behandeln habt ihr folgende Items zur Auswahl: Stofffetzen, Lumpen, Druckverband, Blutstillender Druckverband, Tourniquet, ich hoffe, ihr habt es richtig ausgesprochen, und den Notfallverband. Diese Items haben verschiedene Wirkungsgrade, je nach Medizinskill auch. Das seht ihr bei der Umrandung um die Verletzung. Behandeln tut ihr dies, indem ihr das Item auswählt und auf Behandeln drückt. Auf meinem Discord findet ihr eine Tabelle, die euch zeigt, wie viel Medizinskill ihr mit welchen Items braucht, um eine jeweilige Wunde zu verbinden. Wenn diese Wunde nun behandelt ist, kommt sie von dem unbehandelten Status in den Stabilisierungsstatus, wo ihr dann auch sehen könnt, wie viel Blut verloren gegangen ist und wie viel Blut ihr dann oben auch in der Leiste seht. Wenn die Stabilisationsphase überstanden ist, kommt es in die Erholungsphase, wo ihr dann nach und nach eure Lebenspunkte und das Blut regeneriert. Ja, je nachdem, wie stark ihr verletzt seid, fangt ihr an zu humpeln. Entweder seid ihr stark am Fuß verletzt oder am Gesamtkörper. Um das zu unterdrücken, könnt ihr eine Schmerztablette nehmen. Diese Schmerztablette muss natürlich erstmal im Magen verarbeitet werden. Und wenn sie dann im Magen weit genug verarbeitet wurde, könnt ihr trotz der Verletzung laufen. Wenn eine Verletzung im Stabilisationsbereich ist und ihr euch schnell bewegt, wird die in diesem Balken immer weiter zurückgehen, bis die Wunde wieder aufgeht und ihr sie wieder erneut verbinden müsst. Die Fußabschärfung, relativ neu und passiert natürlich, wenn ihr ohne Schuhe durch Gelände läuft. Da hat Scam auch mal eine Tabelle gelegt, wie viel Schaden jeweiliger Untergrund auf die Füße macht. Je länger ihr natürlich auf den Untergründen ohne Schuhe lauft, desto schlimmer werden die Verletzungen. Das verhält sich dann wie bei Verbluten, dass ihr eine Verletzung von C1 beginnend bekommt, die dann bis C4 hochgeht und ihr daran sterben könnt. Wie ihr das behandelt, entweder nehmt ihr einen Verband und verbindet eure Füße immer wieder, diese Verbände gehen aber relativ schnell wieder kaputt. Am besten besorgt ihr euch Schuhe, wo ihr reinkommt. Wenn ihr C1 habt, kommen die Füße direkt in die Stabilisationsphase wieder. Ab C2 müsst ihr, wie bei Verbluten auch, die Verletzung verbinden, damit ihr regeneriert. Aber wenn ihr in C2 Schuhe anzieht, bleibt die Fußverletzung so, wie sie ist und ihr habt lange Zeit, um dem Verbluten vorzubeugen. Die Brüche sind natürlich noch Zukunftsmusik, jedoch hat Scam schon einmal gepostet, was da möglicherweise auf einen zukommen kann. Und zwar werden die Brüche anders berechnet als das Verbluten, wird aber mit dem Verbluten zusammenhängen. Deswegen glaube ich, ist es auch noch nicht da, weil es einfach ein bisschen komplizierter sein wird, wann etwas gebrochen ist und wie stark dich das beeinträchtigt. Das wird auch ein bisschen mit dem Humpeln noch zusammenhängen. Also es wird, wenn ein Bruch da ist, wirst du langsamer laufen können, wirst du länger brauchen, um das zu regenerieren, brauchst wahrscheinlich einen Splint oder irgendwie eine Stütze, eine Schiene, um das zu behandeln. Und je nachdem, wie stark das auch ist, wird entweder Blutung austreten oder nicht, oder es wird nur ein bisschen angebrochen sein oder nicht. Aber Brüche ist etwas, was auf jeden Fall in Zukunft kommt und wird auch stark mit Verbluten und Humpeln zusammenhängen. Erfrieren. Kalt werden tut ihr schon relativ schnell, das siehst du auch schnell an den Eiskristallen. Das passiert sofort, wenn der Körper eine Außentemperatur von auch im ganz minimalen negativen Bereich hat. Dadurch wird auch sofort dein Körper blau im BCU-Monitor.
Die Unterkühlung beginnt ab einer Körpertemperatur von unter 35 Grad und führt sofort zu einem Debuff, der Schwäche heißt, der deine Stärke, deine Konstitution, deine Geschicklichkeit und auch deine Lebenspunkte sowie Leistungsbewertung runterdreht. Je kälter es wird, desto schwächer wirst du und desto kleiner wird auch dein Sichtfeld. Erfrieren am Ende tut man bei einer Körpertemperatur von 25 Grad. Ja, was kann man tun, wenn man erfriert? Man kann sich direkt wärmer anziehen. Wenn man das tut, sieht man auch wie in diesem Fall hier sofort, dass die Eiskristalle zurückgehen, weil die Körpertemperatur wieder steigt. Die Körpertemperatur musst du auf über 35 Grad wieder bringen, damit die Unterkühlung weggeht. Die komplette Erholung erfolgt bei 36 Grad. Wenn du nicht nur dich wärmer anziehen willst, sondern das Ganze noch weiter beschleunigen willst, dann kannst du dich bewegen oder in wärmere Gebiete vorgehen, beziehungsweise dir ein Feuer zum Beispiel auch anmachen. Geh in Häuser rein, mach dir ein Feuer an, so wirst du am schnellsten wieder warm. Ja, überhitzen. Warmfühlen richtet sich in diesem Fall erstmal durch warme Klamotten und den Grad der Anstrengung. Das heißt, wenn du warm angezogen bist und schnell läufst, bist du sehr schnell warm, auch wenn deine Körpertemperatur sich noch nicht groß erhöht hat. Erkennen kannst du das durch die Schweißtropfen, die an den Bildschirmrändern runterlaufen und dadurch, dass im BCU-Monitor dein Körper rot wird. Überhitzung beginnt ab 38 Grad und setzt genau wie bei Erfrieren den Debuff von Stärke, Konstitution, Geschicklichkeit, Leistungsbewertung und Lebenspunkten ein. Je schwächer du wirst, desto niedriger werden deine Stats. Wenn du aber in der Überhitzung bist und je schlimmer es wird, bei der Überhitzung, genauso wie bei der Überfrierung, je länger es dauert, desto schlimmer wird's. Je überhitzter du wirst, desto mehr brichst du zusammen und wenn du zum Beispiel von C1 in C2 gehst, bei 40 Grad, wird es immer schlimmer werden und sterben tust du insgesamt bei 44 Grad. Ja, was kann man tun gegen die Überhitzung? Du kannst deine ganzen Klamotten ausziehen und dich nackt irgendwo hinlegen. Das ist, glaube ich, die einfachste Methode, um was zu tun. Und die Überhitzung wird sich auch relativ schnell wieder runterregeln, wenn du das machst. Wenn du das Ganze noch ein bisschen beschleunigen möchtest, gehst du ins Wasser oder fährst eine Runde mit dem Auto oder alles, was dich irgendwie abkühlt, hilft dabei. Ja, verdursten und verhungern. Verdursten beginnt mit Wassermangel. Wassermangel entsteht, wenn dein Wasser auf 0% gefallen ist und beschert dir einen Debuff, der deine Stärke, Konstitution, Geschicklichkeit, Ausdauer, Leistungsbewertung und am Ende auch deine Gesundheit reduziert. Den Wassermangel vollständig beheben kannst du, indem du Wasser trinkst und deinen Wasserhaushalt auf 30% wieder hochschraubst. Der leere Magen hingegen ist in erster Linie jetzt nicht so gravierend. Er beginnt, wenn dein Magen unter 10% entleert und die Energie unter 50% fällt. Dadurch fängt tatsächlich, weil du Hunger hast, an zu grummeln. Das hören Gegner oder du auch. Und wenn deine Energie runtergegangen ist, ist es genauso wie mit dem Wasser, wenn es runtergegangen ist. Wenn du einen gewissen Punkt unterschreitest, wirst du einfach durch Energiemangel sterben. Hierbei kannst du auch einfach was essen und den Energiehaushalt wieder hochtreiben. Kommen wir nun zum genauen Gegenteil, dem Überfressen. Überfressen tust du dich, beziehungsweise der Magen wird voll sein ab 90%. Egal, ob du jetzt Wasser trinkst oder etwas zu viel gegessen hast, wirst du dadurch eine geringere Ausdauer haben, weil dein Magen voll ist und du mit diesem vollen Magen einfach nicht so viel Ausdauer haben kannst wie mit einem leeren Magen. Resultieren tut daraus, wenn der Magen zu voll ist und auf über 100% steigt, dass du anfängst zu rülpsen, was auch wieder die Gegner hören können. Bei 120% Fülle wirst du das alles, was du in deinem Magen hast, einfach auskotzen. Ja, was kannst du dagegen tun? Hör auf zu essen und zu trinken und lass deinen Körper regenerieren. Blase und Dickdarm voll. Ja, gerade in PvP kennen wir die Situation, wo man einfach stehen geblieben ist, um zu kacken oder zu pinkeln. Das ist jetzt vorbei, denn deine Blase kann sich bis 120 oder auch dein Dickdarm kann sich bis 120% füllen. Wenn dieser Punkt erreicht ist, wirst du dir einfach in die Hose machen, wenn du nicht vorher deine Notdurft verrichtest. Das kann man auch hier genau sehr gut erkennen, weil deine Hose, nachdem er sich jetzt eingepinkelt hat, nass geworden ist, schwerer auch ist, aber im PvP wirst du dadurch einfach nicht sterben. Ja, die Nahrungsabstoßung. Nahrungsabstoßung ist zusammenfassend eigentlich immer alles, was dein Körper nicht verträgt auf Dauer und dementsprechend irgendwann zu einer Überflutung des Magens führt und du es ausspucken wirst oder musst. Zum Beispiel könnte man da sowas nehmen wie Benzin, Zucker, Mehl, Salz. Das wird auch da beschrieben in der Krankheit. Wenn ich das jetzt zum Beispiel esse, kommt hier diese Nahrungsmittelabstoßung, die halt dazu führt, dass ich irgendwann erbreche bei der Übelkeit, die auf 100% steigt und ich dann kotzen muss. Sobald ich aufhöre, das zu essen, ist sie im Stabilisationsbereich, um das direkt zu behandeln, damit das schneller weggeht,
könnt ihr einfach was trinken, also am besten normales Wasser. Wenn ihr das trinkt, wird diese Nahrungsabstoßung sofort stabilisiert und kommt sehr schnell in die Erholungsphase, sodass eure Übelkeitsintensität runtergeht, weil bei 100% müsst ihr euch übergeben. Kommen wir zu den Krankheiten. Die Krankheiten gibt es ja jetzt momentan noch nicht, aber es gibt schon genügend Tabletten, wo man etwas von ableiten kann. Das werde ich also an dieser Stelle tun. Demnach ist auch alles, was ich hier sage, rein spekulativ und kann sich auch alles wieder mal ändern oder einen ganz anderen Weg gehen. Aber fangen wir mal damit an, was wir schon alle kennen oder kannten, und das ist Durchfall. Die gibt es ja jetzt irgendwie nicht mehr, zumindest nicht, dass ich das wüsste. Und gegen Durchfall haben ja immer so Beanpollen oder Aktivkohle geholfen. Da gibt es ja auch immer die verschiedenen Varianten. Ich habe die mal alle hingelegt. Da könnte zum Beispiel, wenn man was Falsches gegessen hat, wenn man was Schlechtes gegessen hat, ne, genauso wie Lebensmittelvergiftung, das wären dann halt so die Tabletten, die da zukommen könnten. Das sind ja theoretisch auch langwierigere Sachen. Also es ist nichts für etwas, wo du sagst, Schnips, so Durchfall ist weg oder Lebensmittelvergiftung ist weg. Das könnte halt als Krankheit 1 kommen für mich. Als Krankheit 2 könnte ich mir vorstellen, eine Strahlenvergiftung. Deswegen, es gibt ja diese Anti-Strahlungspillen. Da könnte so etwas kommen wie ein kaputtes Atomkraftwerk oder vielleicht sogar ein Atommüllentsorgungslager oder, wo man radioaktive Strahlung abbekommen könnte. Deswegen, das wird garantiert noch kommen. Dafür gibt es diese Tabletten und diese Kaliumjodid- oder Iodidpillen, die sollen auch bei Schilddrüsenüberfunktionen und sowas helfen. Das ist ja oft mit Radioaktivität in einherzubringen. Dementsprechend Strahlenvergiftung wird auf jeden Fall noch kommen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es einfach so Strahlungszombies gibt oder sowas, ne? Mal gucken. Die nächste Krankheit wäre Malaria für mich, weil es gibt einfach Anti-Malaria-Pillen. Obviously wird es irgendwann Malaria geben. Dafür spricht auch noch, dass diese Chininsulfat-Tabletten da sind. Das ist halt, glaube ich, einfach nur eine andere Art von Malaria-Behandlung. Die heilen auch noch das Restless Leg Syndrom, nicht Syndrom. Ich denke, das ist auch etwas, was man ganz einfach von Zombies kriegen kann oder sich durch vielleicht auch einen Tierangriff einfangen kann. Als nächstes hätte ich die Psychosen. Dafür gibt es die, na, wo haben sie? Ja, die Antipsychotik-Tabletten. Psychosen kann ich mir nur vorstellen durch Drogen und Pilze. Aber die wird es, denke ich mal, geben, und dass du dann keine Wahnvorstellungen hast, werden diese Tabletten dagegen helfen. Das nächste, was auch sehr naheliegend ist, ist sowas wie Parasiten- oder Bakterieninfektionen. Ne, da gibt es Penicillin, da gibt es die Atropin-Injektion oder ganz einfach, wo haben wir es? Nicht Schmerztabletten, sondern Antibiotika, da haben wir sie. Das kann alles gegen sowas wirksam sein. Antibiotika wird auch gegen sowas wie Entzündung wirksam sein. Dementsprechend kann an der Stelle das damit reinführen oder halt, ne, ausgelöst durch ungekochte Lebensmittel, alte Lebensmittel, ne, dass du irgendwelche Parasiten von Zombies kriegst, bakterielle Angriffe, was auch immer. Das könnte ich mir vorstellen, wird auch noch kommen. Ja, dann gibt es noch die Adrenalinspritze. Die Adrenalinspritze, da wird geschrieben allergischer Schock, aber ich weiß auch, dass man das manchmal bei sowas wie Herzstillständen oder sowas benutzen kann. Dementsprechend kann durch sowas wie Malaria vielleicht als Krankheit so ein Herzstillstand herbeigeführt werden oder im Gefecht durch, wenn dein Blutdruck zu niedrig fällt oder, dass du deine Adrenalinspritze brauchst und wieder auf Trab kommst. Ansonsten gibt es ja ganz normale Schmerzen, vielleicht auch in Zukunft mehr Kopfschmerzen oder halt auch Fieber, wofür es Aspirin gibt oder die ganz normalen, dieses Sedativum, was noch kommen wird, oder halt Schmerztabletten in jeglicher Form. Das sind, denke ich mal, so abschließend die Krankheiten, die ich mir vorstellen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass noch sowas wie Desinfektionsmittel kommt, dass du deine Wunden später mit Alkohol oder Desinfektionsmittel erstmal reinigen musst oder kannst, um die dann zu verbinden, damit du keine Entzündung da kriegst und Antibiotika nehmen musst, weil sie sich halt entzünden. Ja, das abschließend zu diesen ausblicksreichen Krankheiten. Ja, und das war's auch schon wieder mit diesem Scum Guide. Ich hoffe, es konnte dir weiterhelfen. Wenn es dir weitergeholfen hat, lass gerne mal einen Daumen nach oben noch da. Oder schreib mal in die Kommentare, was dir sonst so aufgefallen ist, was du vielleicht denkst, was es vielleicht noch für Krankheiten geben könnte. Ansonsten hoffe ich, konnte ich dir weiterhelfen und wir sehen uns im nächsten Guide. Bis dahin, Freunde, macht es gut, ciao.